Heute widmen wir uns einmal dem Wirkstoff Lorazepam. Wir befinden uns im Bereich Basic. Das bedeutet, es wird kurz und knapp und dann können wir schon starten. Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Lorazepam, der unter anderem Anwendung findet in der Kurzzeitbehandlung von Erregungs-, Spannungs- und Angstzuständen. Es gibt den Wirkstoff normal als Tablette oder aber auch als Schmelztablette. Die Schmelztablette hat den Vorteil, dass sie etwas schneller wirkt, weil der Wirkstoff schnell in Lösung geht und dazu das Schlucken nicht koordiniert werden muss. Denken Sie aber bitte daran, dass die Schmelztablette immer einen feuchten Mund benötigt, denn wenn der zu trocken ist, kann diese sich nicht auflösen und dadurch nicht wirken. Bestenfalls wird vorher kurz ein Schluck Wasser getrunken. Das Lorazepam, das kann unabhängig vom Essen eingenommen werden. Das heißt, es ist ganz egal, ob Sie nun nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Für einen schnelleren Wirkungseintritt empfiehlt sich die Nüchterneinnahme. Dadurch wirkt der Wirkstoff aber auch nicht so ganz lang. Und wenn er nach dem Essen eingenommen wird, dann ist der Wirkungseintritt etwas verzögert, aber die Wirkung etwas verlängert. Da das Risiko für eine Abhängigkeit mit der Dauer und mit der Dosis des Lorazepams einhergeht, sollte immer daran gedacht werden, den Wirkstoff nur kurzzeitig zu geben. Deshalb hat er auch nur die Zulassung zu einer Kurzzeitbehandlung und dann auch in der niedrigsten Dosierung, die möglich ist. Und dann möchte ich Ihnen einen kurzen Auszug zu den Nebenwirkungen geben. Ich werde hier nur ein paar ansprechen, die mindestens jeden Tausendsten betreffen könnten. Als erstes kann es unter der Einnahme zu Müdigkeit oder zu Benommenheit kommen. Das ist streng mit der Wirkung des Lorazepams verknüpft und es kann auch zu einer Einschränkung des Reaktionsvermögens kommen. Diese Nebenwirkungen, die treten besonders am Anfang der Therapie und bei einer Dosiserhöhung auf. Das heißt, da sollte man unter keinen Umständen Auto fahren. Wenn Sie merken, dass Sie den Wirkstoff gut vertragen, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte mal darauf an, inwieweit Sie am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Durch diese erwähnte Müdigkeit und Benommenheit, aber auch durch eine Muskelschwäche, die auftreten kann oder aber auch möglicherweise Schwindel, ist das Risiko für eine Sturzneigung besonders bei geriatrischen älteren Patienten erhöht. Daran sollte man immer denken und auch für Sie vielleicht als Angehörige sollten Sie das immer im Blick haben, dass besonders in dieser Zeit gut darauf geachtet werden sollte, dass der Patient keinem unnötig hohen Risiko ausgesetzt wird. Es kann unter der Einnahme auch zu Sexualfunktionsstörungen kommen, es kann zu Potenzstörungen kommen, zu Libido-Störungen oder aber auch zu Orgasmusstörungen. Das kann dem Lorazepam geschuldet sein. Einige Medikamente können diese Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn Sie das näher interessiert, blende ich Ihnen hier oben einmal den Link zu meinem Video ein, in dem ich genauer auf diese Nebenwirkung eingehe. Und was auch wichtig ist unter dem Lorazepam, dass unter der Einnahme es sein kann, dass eine Depression entwickelt wird oder aber eine Depression demaskiert wird. Das heißt, die ist unterschwellig schon da und durch das Lorazepam bricht die nur aus. Wenn das auftritt, Sie das bei sich selber merken oder aber auch als Angehöriger das merken, dann geben Sie dem Arzt bitte unbedingt diese Rückmeldung, denn unter einer Depression sollte Lorazepam nur angewandt werden, wenn diese Depression gut medikamentös behandelt wird. Auch mit paradoxen Reaktionen können Sie auf das Lorazepam reagieren. Das heißt, dass das Lorazepam bei Ihnen nicht beruhigend oder dämpfend wirkt, sondern dass es eine Unruhe, eine Agitiertheit fördert. Wenn Sie das bei sich feststellen, dann melden Sie das bitte auch Ihrem Arzt zurück.
Und als letztes möchte ich noch mal daran erinnern, dass beim Absetzen ein Ausschleichen sinnvoll wäre, denn es kann zu sogenannten Absetzsymptomen kommen, die sich vielfach äußern können. Es kann unter der Dauereinnahme auch zu einer Toleranzentwicklung kommen. Das heißt, dass diese Symptome plötzlich während der Einnahme mit der gleichen Dosis anfangen aufzutreten. All diese Punkte, die bespreche ich ganz genau in meinem Video Lorazepam intensiv, das ich Ihnen hiermit auch ans Herz legen möchte. Da gehe ich genauer auf alle Dinge ein, erkläre Ihnen, wie das Lorazepam in Ihrem Körper wirkt, welche Wechselwirkungen zu bedenken sind. Und wenn Sie das genauer interessiert, lege ich Ihnen gerne den Link einmal hier oben rein und hier unten in die Infobox. Ich hoffe, dass Sie mit meinem Kurzvideo schon mal so die ersten Punkte für sich mitnehmen konnten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss!